Gestern hat tatsächlich eine Streamerin gestreamt, allerdings in der falschen Kategorie, weswegen ich mir nicht sicher bin, ob es ein Sponsoring war oder nicht. Gestern hat eine Streamerin mit 500 Zuschauern Flive Universe gespielt. Und es war wirklich erschreckend, ehrlich gesagt. Also vielleicht sollte sich Gala mal so einen Livestream angucken. Deutsch? Na, Kanadierin. War ja auch mitten in der Nacht. Wie heißt die? Frag für einen Freund. Jenny. Und das war mitten in der Nacht, weil ich war auf meinem Spielstar TV-Kanal. Und da sehe ich ja die Flive-Kategorie, weil da läuft ja momentan Flive PC. Und die war eben in der falschen Kategorie. Sie war in der Flive-Kategorie, nicht in der Flive Universe-Kategorie. Deswegen habe ich es zufällig gesehen. Weil ich habe nur gesehen, 500 Zuschauer in der Flive-Kategorie. Was ist da los? Da sind die mehr als 50. Und dann habe ich kurz reingeschaut. Und die war literally Level 3 in Flaris. Und dann einfach nur so, was mache ich jetzt? Hat so Quest-Tagebuch aufgemacht, alles war leer. Dann hatte sie die Louis-Quest schon gemacht, deswegen war sie auch Level 3. Und dann so, was mache ich jetzt? Was ist der Sinn, was ist das Ziel im Spiel? What am I doing? So ungefähr. Und dann haben alle nur gesagt, ja, jetzt gehst du einfach irgendwo hin und tötest die ganze Zeit Monster. Und der hatte also quasi keinen Plan, was man eigentlich macht. Und das fand ich wirklich erschreckend. Das Flive, und das habe ich auch schon so oft gesagt, es ist wirklich das schlechteste Game, wenn du es noch nie gespielt hast. Weil das Spiel sagt dir einfach gar nichts. Die werfen dich einfach nach Flaris und dann viel Glück. Finde selber raus, wie das Spiel funktioniert. Das ist so freaking bad, dass es kein Tutorial oder irgendwas gibt. Also es gibt das Pang-Tutorial, aber das erklärt dir ja, wie du mit WASD läufst und die Kamera steuerst und so. Und haben wir alle auch geschafft. Ja, Gerka. Vor 500 Jahren haben die Leute sich auch mit Stöcken beworfen. Sir, Brother. Kein Spiel der Welt hat so einen beschissenen Anfang wie Flive. Jedes normale Game gibt dir eine Tutorial-Quest, die dir erklärt, wo du bist, wer du bist, was du machst, was sind die Hauptaufgaben, die einfach ein bisschen erklärt, was eigentlich abgeht. Und ja gut, dann macht das WoW halt nicht. Wow, scheiß auf WoW. Der Standard-Blueprint für den Start eines Videospiels ist, dir zu erklären, wo zur Hölle du bist, was du machst und so weiter. Heutzutage auf jeden Fall. Und wenn du das nicht machst, musst du dich nicht wundern, dass Leute mit Level 3 schon keine Ahnung haben, wie es weitergeht. Mit Level 3, Junge. Mit Level 3. What the fuck, Mann? Ich habe noch nie ein Spiel gespielt oder noch nicht oft ein Spiel gespielt, wo du mit Level 3 keine Quest hast und nicht weißt, wo du hingehen musst als nächstes. Das ist nicht normal und das ist nicht gut. Deswegen sage ich ja, Gala müsste so einen Livestream mal gucken oder so ein Feedback mal bekommen, damit sie selber sehen, was das eigentlich für ein Scheiß ist. Also, dass du da einfach komplett wie so ein kopfloses Chicken rumläufst und keine Ahnung hast, was du machst. Und das nächste ist ja auch standardmäßig weißt du ja auch nicht, dass du eigentlich 2 Charakter brauchst, ne? Ich meine, ob dir das Spiel jetzt in einem Tutorial sagen würde, erstell dir doch noch einen zweiten Charakter, weiß ich jetzt nicht. Aber ich sag mal so, wenn es wirklich ein gutes und ehrliches Tutorial wäre, müssten sie es machen. Weil so levelst du, keine Ahnung, sagen wir Level 20, 30, 35, 40, bis du irgendwann merkst, es wird immer ätzender, es wird immer schwieriger. Dann erfährst du, oh, es gibt Buffs, du brauchst eigentlich Buffs. Und dann weißt du plötzlich, ach so, ich hätte eigentlich mit 2 Chars starten müssen, weil ohne Buffs ist das Spiel basically unspielbar. Und wer hat dann die Motivation, wenn er schon bis 30, 40, 50 gelevelt hat, dann nochmal einen neuen Char anzufangen und sich diese Buffs zu holen, die du eigentlich brauchst. Also all dieses Wissen musst du eigentlich irgendwie einem Anfänger in den ersten 10 Minuten möglichst einfach vermitteln, weil du das unmöglich rausfinden kannst. Das kannst du einfach nicht wissen.
Und ich meine, es sollte ja das Ziel von dem Spiel sein, auch Leute für sich zu gewinnen, die noch nie gespielt haben. Und wie gesagt, denen musst du aber auch ganz ehrlich sagen, was Sache ist. Weil der Sinn davon ist zu verschweigen, dass jeder mit 2 Chars spielt. Ich meine, das fällt dann früher oder später wahrscheinlich sowieso auf, dass immer 2 Leute rumlaufen. Du siehst eigentlich, außer im Low-Level, da nicht. Im Low-Level siehst du oft Leute solo rumlaufen. Aber ab einem gewissen Punkt siehst du nur noch immer mindestens 2 Chars rumlaufen. Es sind immer 2 Chars, immer im Doppelpack und so. Und ja, also sowas muss man eigentlich vermitteln. Und das passiert halt nicht. Wenn du Glück hast und du streamst zum Beispiel, dann hast du halt den Chat, die erklären dir das dann schon, die sagen dir das dann schon. Da findet man sich dann früher oder später schon zurecht. Aber es ist ja nicht jeder ein Streamer. Also wenn du jetzt einfach so ein Game anfängst, muss ja jeder klarkommen. Und es erklärt bekommen. Und das fand ich gestern schon ziemlich erschreckend. Und ich glaube, die hat sogar schon mal Live gespielt in der Vergangenheit, weil ich wüsste nicht, warum sie sonst jemals Live gestartet hätte. Außer wenn es ein Sponsoring wäre. Und beim Sponsoring, denke ich, wäre sie nicht in der falschen Kategorie gewesen. Deswegen glaube ich, war es kein Sponsoring. Aber ja, ist auf jeden Fall crazy. Also das ist wirklich erschreckend gewesen. Das aus der Sicht eines Anfängers zu sehen, wie hilflos verloren man da ist. Und ich sage mal so, dass du viele Fehler machst. Ich meine, darum geht es ja gar nicht. Also, dass du nicht alles perfekt machst mit deinem ersten Char oder so, das ist ja in keinem Game so. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nur darum, dass du nicht so dramatische Fehler oder so dramatische fehlende Informationen hast, dass du, sobald du erfährst, dass das so, ja, schlimm war, was du gemacht hast, das sind nicht Fehler, das ist halt, du kannst das Spiel so gar nicht spielen. Und das ist halt dann so demotivierend, denke ich mal, dass man dann halt einfach aufhören wird. Das ist schon ziemlich belastend. TBH. Theoretisch sollten sie den RM löschen aus dem Game und jedem die Buffs so geben, beziehungsweise dafür sorgen, dass keine Buffs nötig sind. Zum Beispiel, ja. Ja, nicht den RM löschen, halt seine Buffs entfernen und ihm stattdessen ein paar andere Skills geben. Das ist ja sowieso das, was Ringmaster wollen. Das ist actually genau das, was Ringmaster wollen. Oder manche zumindest. Dass sie mehr Skills haben. Wurde jetzt sicher auch beschwert über Hammer of Justice von Seraph. Ist der einzige Kampfskill, den er bekommen hat. Auf dem PTS war er ziemlich heftig. Dann wurde er aus irgendeinem Grund extrem genervt. Jetzt soll er so sauschwach sein, kaum noch Schaden machen. Und die Auren gefallen den Leuten nicht. Das heißt, Seraph hat irgendwie 10 neue Skills oder whatever the fuck bekommen. Und die Hälfte davon ist entweder unusable oder gefällt den Leuten halt einfach nicht. Beziehungsweise ist zu schwach. Und das ist halt auch wieder so ein Ding. Und sie haben ihm nicht mal neue Buffs gegeben. Also diese Buff-Rolle, die er hat, als absolutes Monopol, als absolute Monopolstellung, neben dem Healing-Aspekt, die haben sie nicht mal ausgebaut. Und dann stellt sich ja die Frage, warum hat er dann überhaupt die ganzen Buffs eigentlich? Wenn er dann im Endgame plötzlich nur noch die Supporter-Rolle eigentlich in den Vordergrund gerückt bekommen hat, mit den Auren und so, und gar keine Buffs mehr eigentlich. Ich meine, gut, die Auren sind irgendwie, I guess, auch irgendwo Buffs, aber irgendwie auch nicht. Sie sind einfach Trash. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Start von Flive ist belastend. Da muss dringend was gemacht werden. Eigentlich in solchen Aspekten, ganz ehrlich, ich finde auch gar nicht, dass man da viel vergleichen kann. Also schon, weil der Industriestandard, unabhängig von Gerkas Rabbit Hole hier schon wieder mit WoW, es ist egal, was WoW macht und theoretisch ist es sogar egal, was die ganzen anderen Videospiele machen.
Wobei ich der Meinung bin, dass die allermeisten Videospiele es schon richtig machen, indem sie halt ein richtiges Tutorial anbieten, in dem die meisten grundlegenden Aspekte auf jeden Fall besser erklärt werden als in Flive. Sicherlich ist nicht jedes Tutorial perfekt, die meisten sind es wahrscheinlich nicht. Aber zumindest haben die meisten Spiele überhaupt eins. Flive hat, wie gesagt, hauptsächlich das Steuerungstutorial vom Pang. Der erklärt dir dann, glaube ich, sogar noch, was eine Party ist und so. Das ist schön und gut, aber das ist dann schon fast zu schnell, weil also die grundlegenden Aspekte des Spiels werden dir nicht erklärt. Wie eben zum Beispiel mit 2 Charaktern und 2 Buffs und so weiter. Mit einem Buffer. Und im Endeffekt muss das jedes Spiel selber entscheiden, was es da braucht. Und Flive, würde ich sagen, hat da sowieso diese absolute Sonderstellung, eben mit diesen 2 Charaktern und so. Und den Leuten, wie gesagt, das zu verschweigen, ergibt da keinen Sinn, weil dann sorgst du dafür, dass sie wahrscheinlich aufhören werden, früher oder später. Wenn sie dann erfahren, dass sie das von Anfang an falsch gemacht haben. Und diese Sonderstellung ist schon sehr speziell. Also ich kenne nicht viele Spiele, wo du mehr oder weniger darauf angewiesen bist, mehrere Charakter zu spielen. Eigentlich, actually kein einziges. Also vor allem zeitgleich.